Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns heute an, welche Überraschungen bringt uns das Frühjahr mit. Ich nehme mal diese Karten. In welchen Bereichen fürs Kollektiv sieht man irgendwelche Energien, mit denen wir nicht rechnen oder die irgendetwas mitbringen, das uns erleichtert? Vielleicht haben wir auch irgendwo eine Warnung. Wir schauen einfach. Ja, Nachrichten von von Freunden, Freundschaften, die sich stabilisieren. Möglicherweise hört der ein oder andere mal wieder etwas von jemand, der Distanz aufgenommen hat. Es geht vielleicht auch darum, Entscheidungen zu treffen, die mit den Themen Vitalität zu tun haben. Ich habe auf jeden Fall in mehreren Bereichen sehr stabilisierende Sachen, die sich auf den Weg machen. Der ein oder andere hat Möglichkeiten, auch langfristige Dinge auf den Weg zu bringen. Es geht sehr viel um das Thema Kommunikation, Nachrichtenaustausch, die ins Umfeld gehen oder aus dem Umfeld kommen, die auch Möglichkeiten mitbringen. Und es ist an sich so eine Veränderungsenergie, die auf viele Lebensbereiche zielt, oder es sind auf jeden Fall Nachrichten, die Veränderungen mitbringen, mit denen man so nicht gerechnet hat, die aber sehr aufklärend sind und wieder etwas in Bewegung bringen. Die Sachen kommen viel von außen an unser Ohr. Vielleicht auch so, dass wir zunächst mal denken, hä? Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, aber die Wunscherfüllungskarte legt sich noch ins Haus der Blumen. Wir haben, dass sehr schnell Hindernisse überwunden werden, denn der Berg legt sich ins Haus der Sense rein. Es geht an alle die Themen, wo sich lange nichts getan hat, wo große Berge waren. Der eine oder andere hat hier so eine Situation, da hat er eine gelernte Lektion, da hat er einen Test bestanden, einen Lebenstest. Da kommt in die Energie, die Konflikt mitbringt, das Ja dazu, die gute Nachricht, die Möglichkeiten, die neu aufgehen, Wissen, das man braucht. Möglicherweise hat der ein oder andere vor, sich hier weiterzubilden, etwas zu studieren und kriegt hier die Zusage. Und jetzt haben wir auch noch den Stern im Haus des Kindes drin. Es kann jetzt natürlich um Sachen gehen, die man mit Kindern hat, dem eigenen inneren Kind, aber auch mit Neubeginnen jeglicher Art. Ist schön. Die Häuslichkeit ist mit dabei. Für einen oder anderen ermöglichen sich Dinge, die sehen nach Umzug aus oder Klärung von häuslichen Situationen an sich. Auf der Hauskarte liegt auch noch die Sonne in der Spiegelung, also wunderbar. Wir haben kürzere Wege, wir haben das Verlassen von neblichen Situationen, wir haben da, wo Mangel ist oder war, die Fülle drauf in der Spiegelung. Wir haben eine Veränderung auch im Bereich emotionale Schattenthemen, die mit sehr viel Mangel oder ja, so Tristesse einhergehen. Wir haben für einige, dass sich das Umfeld verändert. Das heißt, man guckt so den Bereich auch der Freundschaften an, die Menschen, mit denen man sich umgibt, und man dreht hier vielleicht auch dem einen oder anderen den Rücken zu, weil die Energie nicht mehr passt. Aber gleichzeitig sind hier Umbrüche, die auch wieder Fließen mitbringen, Emotionen auffüllen. Ein oder anderer löst Konflikte mit dem Thema Geld. Von einem finanziellen Mangel raus im kleineren Bereich wieder in den Flow kommen.
man hat an sich so das Ding dran, dass man guckt, wo kommt man an, wie kommt man wo an, welche Wege sind sehr stabilisierend, welche Wege sind eher so, dass man sie nicht mehr braucht. Ich habe an sich viele Themen, die mit dem Vor Anker gehen zu tun haben, mit dem emotionalen Ankommen auch. Vielleicht habt ihr euch um jemanden Sorgen gemacht, dem geht es jetzt langsam besser. Für einen oder anderen sehe ich Elternthemen oder Sachen, die ihr im Vitalitätsbereich für Eltern klärt. Auch da dürft ihr gucken, wie viel Arbeit steckt ihr irgendwo rein. Die Lilien gehen mal raus ins Haus der Lilien, legen sich die Blumen rein. Hier kann es so sein, dass auch schnelle Veränderungen kommen im finanziellen Bereich, überraschende Ernten und Neubeginne. Man sieht den kleineren Bereich, der sich so langsam sicherer anfühlt. Es kann ja auch sein, ihr seid von irgendeiner Person begünstigt oder es gibt schnelle Veränderungen, die sich auf die Finanzen auswirken und vielleicht auch Minimierung im beruflichen Bereich mitbringen. Das macht aber nichts. Ne? Hier liegt Neubeginn, der unter dem guten Stern ist, mit einer Veränderung, die viele Lebensbereiche betrifft. Bei den Finanzen sieht man es so, dass man ein bisschen mit dabei ist, finanzielle Konstrukte aufzustellen, da muss man möglichst flexibel sein auch. Ne? Man guckt genau hin, was investiere ich. Hier liegt es so, dass man auch Verträge oder verbindliches Geld klärt. Es kann jetzt hier mit den Ämtern oder Behörden zu tun haben oder auch mit den Selbstständigen. Es kann sein, dass wir viel ums Gegenüber auch kümmern oder so, ne? Weil hier liegt das Gegenüber in unserem eigenen Platz. Und für mich ist das, ich sage das immer wieder auch gern, eine Situation, wo ich mich auch hinterfrage, wie viel Raum nimmt etwas ein, wie viel gebe ich von mir, hier ist es viel. Ich habe so ein bisschen einen Konflikt mit der Liebe. Ne? Hier kann sein, man fühlt sich verletzt oder man hat so Situationen, wo man mal getroffen ist oder betroffen ist. Eifersüchteleien können hier sein oder Worte, die verletzend sind. Dem großen Ganzen macht es eigentlich nichts aus, denn es geht hier tatsächlich um die Themen, die auch sehr verstrickt sind, wo man so Eltern- und Familienthemen spürt oder wo man sieht, welcher Weg ähnelt sehr aus meiner Familie dem Weg der Herkunftsfamilie. Da ist Auflösungscharakter dabei. Ne? Ich sehe, dass wir viel unterwegs sein werden zu unseren Träumen und Wünschen, zu den Sachen, die wir umsetzen wollen. Möglicherweise gucken wir auch mal eine Zeit lang nur auf uns und unser Seelenleben, um da wieder aufzublühen. Ich habe, dass man sich auch Klarheit verschafft über Dinge, die ohne Ende Kraft kosten und nicht weiterbringen. Also man versucht Chancen zu nutzen, Wege zu gehen, die verbindlich gut sind. Ja? Lebenskreisläufe, ja, die man lange genährt hat. Ich habe hier auch für einen oder anderen, dass die Vergangenheit nochmal anklopfen könnte. Das geht an all die, wo sich zum Beispiel jemand nicht mehr gemeldet hat oder wo man auf Distanz gegangen ist oder wo man bewusst auch einen Schnitt gemacht hat. Wie dann jeder damit umgeht, muss er selbst wissen. Ne? Hier geht es im weitesten Sinne auch darum, ein paar Themen der Kindertage aufzuarbeiten, bei denen mal alleine gelassen wurde. Das ist der Trigger dazu. Hier geht es vielleicht auch darum, mal zu gucken, wo man nur für sich selbst einen Weg findet. Man ist es ja hier gewohnt, dass man die Dinge alleine durchboxen muss.
Ich habe hier aber auch wirklich Personen, die gute Nachrichten mitbringen, die Entscheidungen möglich machen, die auch dann alles, was blockiert hat, sehr rasch wieder in einen Flow reinbringen. Es geht sehr viel um die Lebensgeschichte, um Beruf, Berufung. Es kann ja auch sein, dass ihr irgendwo mal Konkurrenz kriegt in Beziehungen. Auch das sehen wir schon öfters. Oder dass sich wirklich neue Menschen ins Leben machen. Das können auch Singles sein, die jetzt Partner geschickt kriegen. Oder aber eben nochmal die Konfrontation mit der Vergangenheit. Hier ist sehr viel Transformationsenergie auch an den Emotionen, die man hat. Das geht hier an alle, die so emotional gedarbt haben oder sich das Leben schwer gemacht haben oder mit den Umständen nicht so klar kamen. Da sind jetzt hier die Blockaden, die bröckeln, die eine neue Energie zurückbringen. Ich sehe sehr viele Gespräche, Kontakte, auch Kontaktwiederaufnahmen, ne, dass man so sagt, ich melde mich hier und da mal oder jemand meldet sich bei uns. Ich sehe, dass viele das berufliche Konstrukt von sich selbst angucken und ich sehe, dass eben im beruflichen Bereich viele Schatten sein können, die jetzt so klitzeklar werden und die eine Veränderung möglich machen. Es kann das Gegenüber betreffen oder auch uns, das Umfeld und den häuslichen Bereich und alles, was mit Kollegen, Freunden zu tun hat. Das System wird hier auch angeguckt. Ne? Wir arbeiten alle, damit wir Geld haben. Die ein oder anderen verausgaben sich dabei oder gehen in eine Richtung, die einfach mehr Stress mitbringt, als irgendwas nährt. Und hier ist wirklich die große Chance, das alles im kleineren Bereich, was uns viel Arbeit mitbringt, in eine andere Richtung zu drehen. Wir haben hier den V mit dem Thema Vollendung. Ja, das ist eine Sache, wo wir im Frühjahr vollenden, was wir vielleicht mal begonnen haben, wo wir zu einer Ganzheit auch zurückkehren. Hier sind auch sehr viele Einsichten, die man von oben kriegt, also durch das Angebundensein. Man findet Lösungen und Antworten und auch den richtigen Weg. Wir liegen im Hause der Wege drin. Ne? So, und wenn der Pfau in unser Leben kommt, dann kommt er, um uns an das Paradies zu erinnern und an die Möglichkeiten, die wir im Leben bekommen, auch die unsere eigenen Fähigkeiten einzusetzen. Die eigene Führung möchte Kontakt mit einem aufnehmen. Es darf so sein, dass man sich innerlich auch immer wieder lehrt und die Karte sagt auch, man erhält in der näheren Zeit eine sehr wichtige Botschaft, die eine alte Angelegenheit endlich löst und in Frieden bringt. Ne? Hier ist die göttliche Gnade, die alles befreit. Guckt mal, das Glücklichsein kommt hier mit raus. Wir haben Element Feuer, da darf man sich auch mal fragen, für was möchte ich wieder mal so richtig brennen und mich dafür interessieren. Das ist das, was ich hier beschrieben habe. Man darbt hier so rum, man ist emotional nicht erfüllt und hier kommt aber das Ding, sei mal wieder glücklich. Es geht auch an die Sternzeichen des Elementes Feuer. Wir haben wieder Schütze und Löwe und wir haben unter dem Deck noch die Fülle. Glück und Fülle. Ne? Also hier ist Element Wasser noch mit drauf, Fische, Krebs und Skorpion. So, dann gucken wir noch eine Karte. Hier ist der blaue Schmetterling mit der Transformation. Und wir haben unterm Deck die Flussaue mit dem Thema Annehmen. Es
passt eigentlich sehr gut, denn wir haben ja hier Vollendung, ne? Und das ist, wenn man etwas vollendet, beginnt etwas Neues, man erfindet sich neu, man wird wiedergeboren. Und es geht auch sehr darum, dem Alltagstrott mal zu entkommen, andere Wege zu gehen. Blau bedeutet auch, dass man auf der geistigen Ebene eine Erneuerung, eine Transformation hat. Und man wird irgendwie zu einem ganz anderen Menschen. Ne? Man tut Dinge auf andere Art und Weise und es dient irgendwie allen. Und die Karte sagt noch, es kann sein, dass dich bald großes Glück und die Erfüllung eines Wunsches erwartet. Also perfekt. Ne? Mit dem Annehmen ist es vielleicht auch so, dass es eine Aufgabe ist, die Dinge mal so sein zu lassen, wie sie sind. Nicht immer dagegen gehen, wenn etwas schwierig ist. Also ich nehme die Dinge an, wie sie sind, führt am Ende auch zu einem zufriedeneren Leben, weil man nicht immer im inneren Kampf ist oder in dieser Abwehrhaltung drin. Das kann natürlich auch das Thema sein, dass man hier von den Eltern gelernt hat. Ne? Man ist es nicht wert oder manche, die kriegen auch zu sehr gesagt, das musst du dir wert sein, obwohl sie nichts zu bieten haben. Es kann immer auf allen Ebenen etwas sein. Und das lassen wir jetzt genauso stehen. Ich bin überaus zufrieden. Ich drücke euch und bis bald.